Herzlich willkommen zu Siegen oder Fliegen. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gesehen, denn da hat Tristan gewonnen. Tristan ist allerdings leider gerade nicht verfügbar und daher versucht Mr. X stattdessen den Titel gegen Glöckchen zu verteidigen. Und Titel ist auch direkt ein gutes Stichwort. Der Titel des Skriptes, das ich gerade lese, ist Siegen oder Fliegen 2. Die 2 ist dabei übrigens eine Abkürzung und steht für Zweige. Also die Dinger, die an Bäumen dran sind. Welcher andere Teil eines Baums steht bei all unseren Videos im Titel? Mr. X? Der Stamm. Korrekt, der Stamm. Ich muss mal Punkte aufschreiben, da habe ich natürlich total dran gedacht. Professionalität hier. Das ist ein Punkt für Mr. X. Mit diesen dämlichen Jokes könnt ihr schon ungefähr erahnen, auf welchem Niveau wir uns heute befinden. Auf einem unterirdischen. Achso, ich muss den Wasser noch reinschalten. Auf einem unterirdischen. So wie die U-Bahn. Oh, da fallen mir direkt wieder die Zugspitze-Witze aus der letzten Folge ein. Die waren auch nicht besser. Naja, egal. Welche Art von Zug kann entstehen, wenn man lüftet? Glöckchen? Durchzug. Korrekt. Okay, wir müssen zumindest so tun, als wären wir ein bisschen seriös. Ich glaube zwar, der Zug ist schon abgefahren, aber ich verspreche euch, das war die letzte Frage, bei der die Antwort ein Wortspiel ist. Also bleiben wir lieber beim Spiel. Monopoly ist das meistverkaufte Brettspiel aller Zeiten, zumindest solange man Schach und Dame nicht zählt, was ich nicht tue. Ich kann bei Monopoly definitiv keine Regelfrage stellen, weil es jeder nach seinen eigenen Hausregeln spielt. Safe. Aber wir alle kennen natürlich das Maskottchen des Spiels, Mr. Monopoly. Nenne ein Accessoire, mit dem er häufig dargestellt wird. Mr. X? Zylinder. Korrekt. Die anderen Antwortmöglichkeiten wären Anzug und Kiesstock gewesen. Falls jemand bei der letzten Frage Monokel geantwortet hat, Gratulation, ihr seid in meine Falle getappt. Das ist nämlich ein Beispiel für den Mandela-Effekt, der eine Situation beschreibt, in der viele Personen dieselbe falsche Erinnerung haben. Viele glauben nämlich, dass Mr. Monopoly ein Monokel trägt, obwohl er das noch nie getan hat. Ich hasse dieses Spiel, so genau habe ich mir dieses auch einfach noch nie angeguckt. Andere Beispiele sind das Logo der Kleidungsfirma Fruit of the Loom, auf dem entgegen dem Glauben vieler Leute kein Füllhorn abgebildet ist. Oder Darth Vader, der tatsächlich nie den Satz Luke, ich bin dein Vater gesagt hat. Das eigentliche Zitat lautet, nein, ich bin ein Vater. Benannt ist der Effekt natürlich nach dem ehemaligen Präsidenten von Südafrika, der mit vollem Namen wie heißt. Geschichte ist nicht meins. 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen, es wäre Nelson Mandela gewesen. Natürlich, und ich hatte es im Kopf, als der Mandela-Effekt war. Da wollte ich jetzt unbedingt einen Übergang mit dem Namen Nelson schaffen. Aber die ersten 2 Personen, die mir eingefallen sind, wären wohl nicht so geeignet gewesen. Das wäre nämlich einmal Foggy Nelson, aber ich bezweifle, dass ihr euch so gut mit Marvel auskennt wie ich. Und bei dem dreifachen Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet sähe es wohl ähnlich aus. Von daher habe ich mal gegoogelt. Das Top-Ergebnis war ein britischer Admiral namens Horatio Nelson. Auch nicht wirklich hilfreich, von dem habe auch ich noch nie gehört. Aber ich habe herausgefunden, dass es sehr viele Städte auf der Welt gibt, die Nelson heißen. Allein in den USA sind es schon 16 Stück. Nehmen wir also die 16. Vor 16 Jahren war 2007 das 25. Jubiläum unseres Stammes. Das ist tatsächlich so lange her, dass sich damals der Flughafen Berlin-Brandenburg seit weniger als einem Jahr im Bau befand. Und Steve Jobs stellte ein neues Apple-Produkt vor. Welches? Ich kann mit Apple nicht arbeiten, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, dann schließe ich die Frage, es wäre das iPhone gewesen. Wahnsinn! Das waren die ersten 5 Fragen, es steht aktuell 2:1 für Mr. X. Wow, die Frage hatte wirklich Spielfilmlänge. Und das ist wieder eine perfekte Überleitung, denn 2007 kam auch I Am Legend raus, mit Will Smith in der Hauptrolle.
Da muss ich direkt daran denken, wie er 2022 bei der Oscarverleihung vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch geworden ist. Auch die Oscarverleihung von diesem Jahr hat bereits stattgefunden und der große Gewinner war Everything Everywhere All at Once. Ganze 7 Oscars konnte der Film gewinnen, unter anderem den für bester Film. Kleinen Randnotiz von mir, absolut verdient, das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ich war bei... Ach ja, Oscar. In welchem Gegenstand lebt Oscar aus der Sesamstraße? Glöckchen? Mülltonne. Korrekt. Ah! Das ist der Ausgleich. Hm. Hier ist ein Fun Fact. Michelle Yeoh, die Hauptdarstellerin in Everything Everywhere All at Once, ist verlobt mit Jean Todt, der bis vor einigen Jahren Präsident der FIA war, dem weltweiten Dachverband für Motorsport. Und davor war er außerdem Teamchef beim Ferrari Formel 1 Team. Gut, vielleicht kein so interessanter Fakt, wenn man nichts mit Motorsport am Hut hat, aber das war der beste Weg, über den ich zum Sport kommen konnte. Aus wie vielen Spielern besteht ein Eishockey-Team? Paar? So weit schon mal richtig. Ich mach keinen Sport. Zwischen 5 und 15. Vier. Keine Ahnung. Digga, weiß ich. 2, 1 geschlossen, es wären 6 gewesen. Naja, ich war mit der 5 ja gar nicht so weit davon entfernt. Besonders ein Land ist sehr für Eishockey bekannt. Es ist Teil von Nordamerika und hat ein Blatt auf der Flagge. Aber natürlich ist das nicht irgendein Blatt, sondern es hat durchaus eine Signifikanz für Kanada. Also, welches Blatt repräsentiert die World Association of Girl Guides and Girl Scouts? Mistakes? Die Lilie. Das ist falsch. Glöckchen, willst du noch antworten? Nee. Nein, okay. Kleeblatt. Es wäre das Kleeblatt gewesen, korrekt. Schade, habe ich so ein bisschen gehofft darauf, dass ihr buzzert, bevor ich die Frage zu Ende gelesen habe und Ahorn antwortet. Ich war auch tatsächlich irgendwie Flagge irgendwo da, hier, ja, Ahorn, aber dann, er hört nicht auf zu reden, Da kommt bestimmt noch irgendeine Wendung in der Frage. Da war sie. Okay, ich gebe zu, das war jetzt wirklich gemein von mir, die ganze Zeit über Kanada zu reden und in letzter Sekunde zu switchen. Apropos switchen. Die Switch ist die aktuelle Konsole von Nintendo. Und ich glaube, Nintendo kann sehr zufrieden sein, denn die Switch verkauft sich weit besser als die Konsolen der Konkurrenz. Nintendo kann sich aber auch in einem anderen Bereich nicht beklagen, denn vor kurzem kam der Super Mario Bros. Film in die Kinos und dieser wurde sehr schnell zum erfolgreichsten Film aller Zeiten basierend auf einem Videospiel und ist der bisher erfolgreichste Film 2023. Aber in der Filmwelt passiert dieses Jahr noch etwas anderes, denn sowohl Warner Bros. Als auch Disney feiern dieses Jahr ihr 100. Jubiläum. Und auch das Hollywood-Sign wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Das 100. Jubiläum der Pfadfinderbewegung ist allerdings schon ein Weilchen her. Das war nämlich 2007. Moment, 2007 haben wir eben schon drüber geredet. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Wie nennt man die Hälfte des Durchmessers eines Kreises? Die Hälfte des Durchmessers. 5, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Es wäre der Radius gewesen. Klar. Ich dachte, das wäre vom ganzen Kreis der Durchmesser. Nein. Hier sprechen die Mathe-Experten. Wow, das war schon wieder ein ziemlicher Roman. Ich glaube, ich sollte meine Fragen etwas kürzer halten. Moment, Kurz. Sebastian Kurz war bis 2021 Regierungschef welches Landes? Nie gehört von dem Mann, keine Ahnung. Okay, dann schließe ich, es wäre Österreich gewesen. Ja, ist recht, die Schlucht ist. Ich wollte Schweiz sagen, aber gut, dass ich nicht gebuzzert habe. Österreich ist natürlich Teil des Dachraumes, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, die alle drei an welches Gewässer grenzen? Scheiße, ich hab zugehört. Irgendwas grenzt. Österreich, Schweiz und Deutschland grenzen an. Ich hab nicht zugehört. Bis 6. Bodensee? Korrekt. Oh, es tut mir in der Seele weh, wenn ich am Bierglas den Boden sehe.
Ja. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Ich war zwar noch nie dort, aber wenn ich mich in einem Boot auf dem Bodensee befinde, glaube ich, dass ich eher selten den Boden sehe. Verdammt, ich hab's schon wieder getan. Ich wollte doch eigentlich keine Wortspiele mehr in dieser Folge machen. Schnell irgendwie überspielen. Boot, Titanic, ich bin der König der Welt. König Mufasa, nee, da sind wir bei Disney, da waren wir schon. Ich bin der König der Welt. Oh ja, Erde. Das ist gut. Erde, der 3. Planet unseres Sonnensystems. Aber nicht der größte, denn das ist welcher? Fünf, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Es wäre der Jupiter gewesen. Wollte ich sagen, ich habe mich nicht getraut. Ja, da war ich auch. Benannt nach dem Planeten ist übrigens auch eine Pfadfindergruppe aus Bonn. Liebe Grüße an Stamm Jupiter an dieser Stelle. Und der Planet ist natürlich nach dem römischen Gott des Himmels benannt. Der ist auch der oberste aller Götter in der römischen Mythologie. Im Grunde genommen also der Boss der Bosse. Eine Rolle, die in der nordischen Mythologie wem zufällt? Fünf, 4, 3, 2, 1. Frage ist geschlossen. Es wäre Odin gewesen. Aktuell steht es 3:3, wir haben noch 2 Fragen. Da habe ich jetzt wirklich lange überlegt, wie ich von Odin aus sinnvoll weitermachen kann. Bis mir aufgefallen ist, oh, DIN, das Deutsche Institut für Normung. Das ist für die Normung in ganz Deutschland verantwortlich und es gibt DIN-Normen für so ziemlich alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Die DIN 820 regelt beispielsweise die Grundsätze der Normungsarbeit. Ja, das DIN hat eine DIN-Norm, die regelt, wie DIN-Normen gemacht werden. Deutsche Bürokratie in a nutshell. Aber die mit Abstand bekannteste DIN-Norm ist natürlich DIN 476, die die Größe von Papierformaten regelt. Und die Größe eines üblichen Briefpapiers wird nach dieser wie bezeichnet. Mistakes? DIN A4? Korrekt. Ah, hätte ich einfach mal gedrückt. DIN A4, vollkommen richtig. Das sind aber auch Schachtelfragen. A4 könnte aber auch viele andere Dinge bezeichnen. Beispielsweise die Bundesautobahn 4, die unter anderem durch Aachen, Köln, Erfurt und Dresden verläuft. Aber es könnte auch die Note A4 gemeint sein, also das A in Oktave 4. Das ist die Oktave, die sich bei dem Klavier in der Mitte befindet. Und tatsächlich ist A4 sogar ein sehr wichtiger Ton. Denn das ist der Kammerton, der Ton, der beim Stimmen von Instrumenten als Referenz benutzt wird. Da man einen Ton nur sehr schwer beschreiben kann, werde ich den an dieser Stelle für die Zuschauer einblenden. Ihr als Kandidaten bekommt diesen Luxus allerdings nicht. Was ihr jedoch bekommen könnt, ist ein letzter Punkt, wenn ihr meine Frage beantwortet. Aus welchen Instrumenten besteht ein Streichquartett? Oh. Sag mal so, Glöckchen, du liegst einen Punkt hinten. Wenn du eine Chance auf den Sieg haben willst, musst du Wasser. Oder hoffen, dass Mr. X falsch antwortet. Aber es sieht nicht so aus, als würde Mr. X was antworten. Ein Streichquartett. Ja. Ich habe 2 Instrumente im Kopf. Sag mal 10. Trau dich. Letzte Chance. 5, 3, 2, 1. Geschlossen. Jetzt ist mein Bildschirm auch ausgegangen. Tatsächlich war ich bei Cello oder Geige. Die 4 Instrumente sind 2 Geigen, eine Bratsche und ein Cello. Ja gut, aber da war ich ja nah dran mit Cello und Geige. Das Bratsche. bedeutet... Bratsche, Alter. Klingt wie ein Fisch, den du irgendwo aus dem
Guck mal, ich habe eine Bratsche gefangen. Ja, ey. Irgendwas in den tiefsten Tiefen von so einem Dümpel-Kackfluss. Aber gut. Bratsche. Und die war bestimmt so groß. So eine Bratsche habe ich gefangen. Du hast einen an der Bratsche, das kannst du auch sagen. Das bedeutet, mit 4:3 gewinnt Mr. X. Also Mr. X, du siegst, Glöckchen, du fliegst. Und das bedeutet, Mr. X wird in der nächsten Folge gegen jemand anderes antreten. Und wenn ihr diese nächste Folge nicht verpassen wollt, solltet ihr ein Abo dalassen. Gut Fahrt. Adieu.